Die meisten Unternehmen geben ein Vermögen aus an Marketing, um Anfragen von Kunden zu generieren. Ein Vermögen. So, und jetzt kommen die Anfragen und dann sind Verkäufer nicht in der Lage, damit ordentlich umzugehen oder diese Anfragen in Umsatz zu verwandeln. Das ist echt traurig. Ich habe ein Beispiel hier. Ein Beispiel, was mir jemand zugeschickt hat, der meine Social-Media-Kanäle verfolgt. Und Thorsten ist das. Und Thorsten hat mir eine E-Mail weitergeleitet eines Autoverkäufers. Ein junger Mann ist das. Ich habe ihn gerade mal gegoogelt, der in einem Autohaus arbeitet. Und Thorsten hat ihm eine Anfrage geschickt für einen DS7. Das musste ich auch googeln. Das ist ein Citroën, ein SUV. Geht los bei 30.000 Euro ohne Sonderausstattung. Also, Mittelklasse-Fahrzeug, 30.000 Euro. Und er hat dem Autohaus eine Anfrage geschickt per E-Mail mit allen Kontaktdaten, Telefonnummer, alles. Der Verkäufer hat daraufhin reagiert mit: Sehr geehrter Herr, bei Fragen zum DS7 Crossback dürfen Sie mich sehr gerne anrufen. Mit freundlichen Grüßen. Finde den Fehler. Nochmal. Dieses Autohaus und diese Automarke geben ein Vermögen aus, damit Kunden auf dieses Modell aufmerksam werden, sich dafür interessieren und dann anfragen. Und dann reagiert der Verkäufer, obwohl er alle Daten hat, mit: Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen. Okay. Erstens, wenn du auf einer Party eine Geschichte erzählst, was du erlebt hast als Kunde mit Autohändlern, Autoverkäufern, dann stehst du nie alleine. Jeder hat noch eine Geschichte erlebt, die er noch toppen kann. Das mag ich gar nicht so sehr. Also auf Verkäufern, erstens auf Verkäufern, zweitens auf Autoverkäufern rumhacken, ist scheiße. Nichtsdestotrotz sind wir beim Autokauf als Verbraucher extrem sensibel, weil wir geben sehr viel Geld in der Regel aus und erwarten dann einen richtig guten Service. So, und die Erwartungen werden in der Regel nicht erreicht und nicht mal übertroffen. So, also, was ist das Beispiel oder warum ist dieses Beispiel so wertvoll? Erstens, nochmal, Unternehmer, Selbstständige geben ein Vermögen aus, um Anfragen zu generieren. Zweitens, jetzt kommt eine Anfrage rein per E-Mail. Hört auf, per E-Mail zu antworten. E-Mail ist in der Regel nur Preisvergleich, nur ein Vergleich von Zahlen. Ein Kunde kauft emotional. Ein Kunde kauft immer emotional. Wir kaufen immer emotional. Und mit einer E-Mail wirst du nicht viel Emotionalität transportieren können. Deswegen ist mein Tipp für alle Verkäufer, egal welche Branche: Wenn du eine Anfrage reinbekommst, über die Webseite, über E-Mail, einen Brief, einen Fax, ruf an. Wenn du die Kontaktdaten hast, ruf an. Vielen Dank, Herr für Ihre Anfrage. Hab mich sehr darüber gefreut. Haben Sie sich ein tolles Modell ausgesucht? Haben wir gerade eine hohe Nachfrage? Deswegen ist das klasse, dass wir miteinander telefonieren können. Wollen wir einmal kurz reingehen, was Sie sich vorgestellt haben und so weiter. Und jetzt machst du eine Bedarfsermittlung, du baust eine Beziehungsebene auf, du findest Gemeinsamkeiten, du bringst dich als sympathischen Gesprächspartner rüber. Und jetzt ist der Preis immer noch wichtig, aber nicht mehr das einzige Entscheidungskriterium. Jetzt kannst du geistige Brandstiftung machen als Verkäufer und sorgst dafür, dass er nicht noch bei 10 anderen Autoverkäufern anruft oder eine E-Mail hinschickt. Ja, ich weiß, viele Autoverkäufer sagen jetzt: Hey Dirk, weißt du, wie viele Anfragen ich pro Tag bekomme, die so drauf sind? Ja, sei doch froh. Sei froh über jede Anfrage und beklag dich nicht darüber. Greif zum Hörer und ruf dort an und mach aus dieser Anfrage Umsatz.
Und bitte schreib keine E-Mails. Bei Fragen zum DS7 Crossback dürfen Sie mich sehr gerne anrufen. Was für ein Scheiß. Du bist nicht in der Buchhaltung, du bist im Vertrieb. Vertrieb heißt, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ruf dort an. Und dann hab einen guten Gesprächsleitfaden und dreh diese Anfrage in einen Auftrag. Und bitte, ja, das ist oft eine Streuanfrage. Diese Anfrage geht an 10, 20, 30 andere Autoverkäufer, andere Autohäuser. Und jetzt machst du den Unterschied. Du als Verkäufer machst den Unterschied, indem du so geil am Telefon bist, dass der Kunde sagt, okay, ja, du bist vielleicht nicht der günstigste, aber ich mache den Auftrag mit dir. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann lern das. Komm zur Vertriebsoffensive, komm zu Umsatzextrem, lerne, wie du aus Anfragen Aufträge machst, wie du aus Anfragen Umsätze machst. So, und für alle Führungskräfte, die jetzt gerade zuschauen, sorge dafür, dass deine Verkäufer nicht solche Antworten verschicken. Sehr geehrter bei Fragen zum DS7 Crossback dürfen Sie mich jederzeit anrufen. Mit freundlichen Grüßen. Nein! Sorge dafür, dass daraus Aufträge entstehen. Und wenn deine Leute das nicht drauf haben, dann schick sie zu mir, ich bringe sie ihnen bei. In dem Sinne, lieber Thorsten, vielen Dank für diese kleine Anekdote aus der Verkäuferwelt. Und für alle Verkäufer, nehmt euch das zu Herzen. Stöhnt nicht über Streuanfragen, die an viele gehen, sondern freut euch über jede, die euch erreicht. Und wenn die Kontaktdaten fehlen, dann googelt den einmal tief und schaut, dass ihr die Daten findet. Und dann ruft an. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können. Und aktiviere die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke. Und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.